Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen hier mit den deutschen Kulturbildern weiter, die kleinen Zigarettenbildchen. Und wir sind beim Humanismus und Reformation bei Spiele, Jagd und Kriegswesen. Bild Nummer 43. Landsknechtslager. Als es noch keine stehenden Heere, sondern nur angeworbene Söldner gab, waren die Landsknechtshaufen oft eine Plage für das Land. Da sie Familie und Beute meist mitführten, war der Tross oft größer als die fechtende Truppe. Unter Führern wie Georg Frundsberg, Schädling von Burtenbach unter anderem, haben sie die deutschen Landsknechte auf allen Schlachtfeldern Ruhm erworben. Bild Nummer 44. Kriegsrat vor belagerten Stadt. Es entsprach der handwerklichen Auffassung des damaligen Soldatentums, dass sich der Heerführer von wichtigen Kampfhandlungen erst mit den Obrigsten der Truppenteile verständigte. Der Bestand der Kriegskasse spielte eine entscheidende Rolle, denn die Söldner wechselten ihre Kriegsherren und fühlten sich aller Verpflichtung ledig, sobald der Sold ausblieb. Bild Nummer 45. Bauernkrieg. Schon im 15. Jahrhundert kam es in Deutschland zu Bauernaufständen, da der Adel und Geistlichkeit oft maßlos hohe Abgaben und Frondienste verlangten. In den Fahnen führten die Bauern die Symbole ihrer Armut oder ihres Standes. Der Bundschuh, der flache Lederschuh, war zum Wahrzeichen jedes Bauernaufstandes. Auch Ritter Götz von Berlichingen und Florian Geyer kämpften für sie. Bild Nummer 46. Hirschjagd. Heute macht man sich kaum einen Begriff von früheren Wildreichtum der großen Wälder Deutschlands. Das Weidwerk war daher schon im Mittelalter bevorzugte Aufgabe der Ritter und hohen Herren, auch der Geistlichkeit. Es war aber nicht nur eine Liebhaberei, sondern notwendig zur Schonung der Forsten und Äcker. Vor Erfindung der Schießwaffen jagte man mit Speer, Armbrust und Bogen. Bild Nummer 47. Kinderspiel, Turnier. Kinderspiele spiegeln oft Beschäftigungen der Großen wider. Lieblingsspiel der Jungen im 15. Jahrhundert war das Turnierspiel, das Kaiser Maximilian zur letzten Blüte entfaltet hatte. Die genau der lebenden Vorbilder nachgeformten Ritter und Pferdchen zeigten die hohe künstlerische Gestalt des Spielzeugs. Gerade Deutschland sollte ja bald das Spielzeugland werden. Bild Nummer 48. Schemmbadläufer. Schemmbadlaufen hieß der nach dem alten Wort Scheme (Maske, Larve) genannten kostümierten Festnachtsumzug der Zünfte in verschiedenen süddeutschen Städten. Da diese Aufzüge oft in Unruhen ausarteten, wurden sie im Jahre 1539 in Nürnberg verboten. Unser Bild zeigt die Schambadläufer auf dem Markt in Nürnberg mit dem schönen Brunnen und mit dem Frauenkirche. Jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt. Abschnitt 3, 1550 bis 1610, die spanische Weltherrschaft, Hochrenaissance. Der frische Lebensstrom, der in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts Deutschland durchpulst hatte, kam in der zweiten Jahrhunderthälfte vielfach zum Stillstand. Die Reformation setzte sich zwar durch, aber nach Luthers Tode fehlte der protestantischen Lehre die kämpfenden und begeisternden Führer, und sie wurden in vielen Dingen eng und einseitig. Der katholischen Lehre war freilich ein eifriger Verkündiger entstanden. Der Spanier Ignatius von Loyola, der Stifter des Jesuitenordens, dessen Ziel die Befestigung und Ausbreitung des Katholizismus und der päpstlichen Macht war. Infolgedessen waren die Jesuiten auch die stärksten Gegner des Protestantismus, bekämpften ihn mit offener und geheimer Gewalt und suchten ihn vielfach im Keim zu ersticken, was ihnen in vielen Gegenden Deutschland auch gelang. Ist die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts die Zeit der Reformation, so ist die zweite das Zeitalter der Gegenreformation, das heißt der Bekämpfung und Unterdrückung der neuen Lehre. Dem damaligen Deutschen Reiche fehlte auch eine starke kaiserliche Macht. Die Kaiser waren Spanier oder am spanischen Hof erzogen und weilten selten in Deutschland. Der spanische Hof war damals der mächtigste europäische Fürstenhof. Sein Machtbereich reichte noch weit über Europa hinaus, denn die neu entdeckten Erdteile Nord- und Südamerika waren spanische Kolonien geworden und hatten das kleine Königreich zu einer Weltmacht bis dahin ungeahnten Ausmaß emporgehoben. Diese Macht, zusammen mit einem durch den
umfangreichen Welthandel rasch zunehmend Wohlstand und Luxus wirkte sich auch im ganzen kulturellen Leben sichtbar aus. Wie später die französische, so war damals die spanische Hofsitte tonangebend für die übrigen Hofhaltungen. Steifheit und Gemessenheit, Förmlichkeit und feierliches Zeremoniell ersetzten die fröhliche Ungebundenheit, die bisweilen freilich in Zügellosigkeit ausgeartet war. Die spanische Tracht, hochgeschlossenes schwarzes Kleid und eng anliegendes schwarzes Wams wurde zum herrschenden Mode an allen Fürstenhöfen Europas. Das bürgerliche Leben in Deutschland wird, abgesehen von der Tracht, von dem spanischen Einfluss sonst nur wenig berührt. Es war die Zeit, in der die Städte den Höhepunkt ihrer Macht erreicht hatten und reiche Kaufherren mit Kaiser und Fürsten wie mit ihresgleichen verkehrten. Große Handelshäuser wie die der Fugger und Welser in Augsburg pflegten ihre Beziehungen weithin nach allen Ländern. Sie waren auch verständnisvolle Förderer aller Künste und schufen ihre Zeit weit vorausgreifende soziale Einrichtungen. Das großartige Fuggerhaus sowie die berühmten Fugerei, eine noch heute noch unberührt erhaltene, in ihrer Idee und Anlage bewundernswerte Siedlung für arme Mitbürger, geben Zeugnis davon. Es war die Zeit, in der das Handwerk und die Zünfte zu Hütern und Bewahrern der Dichtkunst geworden waren und ihre Zunft und Handwerksregeln auf die Poesie übertrugen. Die Zeit der Meistersinger, deren bekanntester der Schuhmachermeister Hans Sachs in Nürnberg ist. In der bildenden Kunst folgt in Deutschland oft die reiche, vielversprechende Frührenaissance, die bisweilen steif, bisweilen überladen wirkende Hochrenaissance. Die Malerei hat den großen Schöpfungen der ersten Jahrhundertshälfte nichts Ebenwürdiges an die Seite zu stellen, anders die Baukunst und das Kunsthandwerk. In jenen Jahrzehnten entstanden viele der mit reiche Fassaden geschmückten Bürgerhäuser, die wir noch heute bewundern. Am Ende der Epoche errichtete Elias Holl das für Deutschlands neuartige Augsburger Rathaus unter anderem bauten. In jener Zeit entstand auch das herrliche Heidelberger Schloss. Die Möbel waren wuchtiger und schwerer geworden. Schwere, mit üppigen Schnitzereien verzierten Schränken und Truhen füllten damals die Schlösser und reiche Bürgerwohnungen an. Und auf Schränken und Tischen prangten Pokale, Kannen und Schüsseln in kostbarer Goldschmiedearbeit. Manches schöne Meisterstück im Besitze des Hohen Rates einer Stadt, zum Beispiel das Lüneburger Ratsilber, stammt aus dieser Zeit. Stände und Berufe. Bild 49. Studenten beim Ballschlagen. Das Ballspiel der Renaissancezeit ist der Vorläufer des modernen Tennisspieles. Man spielt mit netzgespannten ovalen Schlägern und prall gestopften Lederbällen in den eigens zu diesem Zweck hauptsächlich in der Residenz- und Universitätsstädten errichteten Ballhäusern. Es war ein besonders von Studenten geübter Sport, der mit zur Ausbildung des jungen Herrn gehörte. Bild Nummer 50. Bader- und Barbierstube. Der Bader war Besitzer einer Badestube, der den Besuchern zugleich Haare und Bart stutzte und sie mit allerlei Mixturen und Essenzen kosmetisch behandelte. Allmählich zweigte sich von der Badergewerbe das der Barbier oder Bartscherer als selbstständige Zunft ab. Beide nahmen auch ärztliche Kuren vor, ließen zu Ader, verbanden Wunden und behandelten mit Salbe. Bild 51. Apothekerladen. Das griechische Wort Apotheke (Niederlage) bezeichnet den Raum zur Herstellung und Aufbewahrung von Arzneien. Auch Tabak galt anfangs als Heilmittel. Messingmörser und Fayenzgefäße, die Arzneimittel enthalten, bildeten die wertvolle Einrichtung der Apotheke, deren geheimnisvolles Aussehen durch an einer Decke hängendes Krokodil gesteigert wurde. Bild Nummer 52. Der Fugplatthändler brachte die neueste Kunde von Ort zu Ort, von Jahrmarkt zu Jahrmarkt und verkaufte seine bedruckten Bogen wie der Quacksalber seinen Arzneien. Er pries seine wunderbare Zeitung dem Käufer an und hatte mehr Zeit als sein später Nachfahr, der Zeitungsausrufer, dessen Neuigkeiten in einer Stunde schon alt sind. Seine Neuigkeiten dauerten manche Wochen, bis er sich neue holte. Bild 53. Meistersinger. Unter Meistergesang versteht man die seit dem 14. Jahrhundert in den deutschen Städten gepflegte bürgerliche Dichtung und Komposition, Blütezeit im 15. und 16. Jahrhundert.
Die meist dem Handwerk angehörenden Meistersinger schlossen sich zu einer zunftmäßig gestalteten Singschule zusammen, in der nach festgelegten Regeln gedichtet und gesungen wurde. Auch der Märker, Kritiker, gehörte dazu. Und das letzte Bild heute, Bild Nummer 54. Hutmacher. Das Hutmachergewerbe nahm mit dem Eindringen der spanischen Mode in Deutschland einen großen Aufschwung. Anstelle des Baretts trat der steife schwarze Hut aus Seide oder Samt mit Bunt- oder Federschmuck. Um gegen die mannigfaltige Barettformen nicht zu einförmig zu wirken, mussten die Hutmacher mit viel Geschick durch kleine Abweichungen der Krempe und Kopfform Abwechslung schaffen. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal bei Korrekt. Lasst uns lesen. Tschüssi.